Habt ihr euch jemals gefragt, was dieses kleine Büchlein in eurer Tasche eigentlich ist? Der Reisepass. Für uns ist er selbstverständlich, aber seine Geschichte ist eine unglaubliche Reise durch die Zeit, voller Macht, Kontrolle und dem ewigen Wunsch nach Freiheit. Begleitet mich auf dieser Reise von antiken Tafeln bis zu den biometrischen Wundern von heute. Die Idee, die Bewegung von Menschen zu kontrollieren, ist uralt. Schon im alten Persien gab es Dokumente, die sichere Durchreise garantierten. Im Römischen Reich gab es ähnliche Papiere und im mittelalterlichen Europa stellten Könige sogenannte Laissez-passer-Briefe aus. Das waren aber keine Pässe für jedermann, sondern Privilegien für Diplomaten, Händler oder Boten. Für den normalen Bürger war Reisen gefährlich und selten. Bewegungsfreiheit, wie wir sie kennen, existierte nicht. Die Französische Revolution änderte alles. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte wurde das Recht auf Freizügigkeit geboren. Die alten Kontrollen wurden abgeschafft. Das 19. Jahrhundert wurde zum goldenen Zeitalter des Reisens, besonders mit dem Aufkommen der Eisenbahn. Man konnte fast durch ganz Europa reisen, ohne jemals einen Pass zeigen zu müssen. Ein Traum, oder? Es schien, als ob die Welt offener und verbundener würde als je zuvor. Doch dann kam der Erste Weltkrieg und mit ihm das Ende dieser Freiheit. Nationen wurden misstrauisch. Grenzen wurden zu Mauern. Der Pass wurde wieder eingeführt, diesmal aber als Instrument der nationalen Sicherheit. Nach dem Krieg wurde diese Maßnahme beibehalten. Der Völkerbund versuchte 1920 einen internationalen Standard zu schaffen. Der Pass wurde zu einem kleinen grünen Büchlein, der Vorläufer dessen, was wir heute kennen. Er enthielt Name, Alter, Herkunft und, ganz wichtig, ein Foto. Plötzlich war deine Identität fest mit einem Dokument verknüpft. Der Kalte Krieg hat die Bedeutung des Passes noch einmal dramatisch verändert. Die Welt teilte sich in zwei Blöcke. Der Pass wurde zum Symbol der Zugehörigkeit. Für Menschen im Westen war er ein Ticket in die Welt, für Menschen hinter dem eisernen Vorhang war er ein unerreichbarer Traum, ein Symbol für die Unfreiheit. Man denke nur an die Berliner Mauer. Ein Pass aus Westdeutschland bedeutete Freiheit, ein ostdeutscher Pass bedeutete eingeschlossen sein. Die Farbe und das Wappen auf dem Pass bestimmten dein Schicksal. Dann kam der 11. September 2001. Die Terroranschläge veränderten die Welt und damit auch den Reisepass. Sicherheit wurde zur absoluten Priorität. Die Ära des biometrischen Passes begann. Plötzlich enthielt unser kleines Büchlein einen Chip mit digitalen Fingerabdrücken, einem Iris-Scan oder einem digitalen Gesichtsbild. Flughäfen wurden zu Hochsicherheitszonen mit E-Gates und Gesichtserkennung. Reisen wurde sicherer, aber auch komplizierter und die Überwachung nahm zu. Der Pass wurde vom einfachen Reisedokument zur Hightech-Datenbank. In den letzten Jahren hat die globale Flüchtlingskrise den Pass wieder in den Mittelpunkt gerückt. Was passiert, wenn man keinen hat? Für Millionen von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, ist ein Pass der Schlüssel zu einem neuen Leben. Ohne ihn sind sie staatenlos, unsichtbar für das System. Organisationen wie die Vereinten Nationen stellen spezielle Reisedokumente für Flüchtlinge aus. Aber der Weg ist steinig. Der Wert eines Passes wird nirgendwo deutlicher als in den Händen derer, die alles verloren haben. Und was bringt die Zukunft? Digitale Pässe auf dem Smartphone sind bereits in der Entwicklung. Vielleicht brauchen wir bald gar kein physisches Dokument mehr. Unsere Identität könnte in der Cloud gespeichert und durch biometrische Daten verifiziert werden. Das klingt bequem, wirft aber auch riesige Fragen zum Datenschutz und zur Sicherheit auf. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Was passiert bei einem Hackerangriff? Die Debatte über Freiheit und Kontrolle geht in eine neue Runde. Vom antiken Geleitbrief bis zum digitalen Identitätsnachweis. Der Reisepass spiegelt unsere Geschichte wider. Er ist ein Barometer für die politische Lage der Welt. Ein Symbol für Freiheit und Kontrolle, für Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Wenn ihr das nächste Mal euren Pass in die Hand nehmt, denkt daran, ihr haltet nicht nur ein Reisedokument in den Händen, sondern ein Stück Weltgeschichte. Danke, dass ihr mich auf dieser faszinierenden Reise begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren spannenden Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.